Kommen wir auf 2005. Und zwar, das war ja für dich wahrscheinlich ein gewisser Sprung auch, was Besonderes. Da bist du ja bei den Sea Devils gelandet, wenn man so sagen darf. Wie ist es dazu gekommen? Also wie haben die dich gesehen und dich angesprochen oder musstest du dich irgendwo vorstellen? Erzähl mal was dazu, bitte. Also der ursprünglichste initiale Schritt war eine Einladung zu einer Sichtung in Köln. Beziehungsweise doch in Köln. Und das war europaweit, haben sie, glaube ich, 1600 oder 1800 Spieler damals angeschrieben, wenn sie dann zu fassen gekriegt haben. Und zu diesen Sichtungen eingeladen. Und das war am Anfang wirklich ein reiner Leistungstest. Das war in dem Jahr, hat das glaube ich im September angefangen, also in dem Jahr davor quasi, Sichtung fürs nächste Jahr. Das war dann auch wie so ein NFL-Combine, aber nur auf Kraft. Und ein, zwei Drills haben sie dann mit uns in der Halle gemacht. Und angemeldet habe ich mich da als Linebacker. Also die haben gesagt, hier, du bist uns genannt worden als Name, kannst du ausfüllen, kannst du hinschicken, wenn du möchtest, kannst du teilnehmen. Und habe ich mir als Linebacker da reingeschrieben und gleich beim ersten Test stand dann diese Defense Line auf meinem Zettel. Weil, ja, Namen sind dann doch nicht Schall und Rauch und mein Name war dann schon bekannt dadurch, dass ich eben in der Jugendnationalmannschaft Final MVP wurde. War da schon bekannt, dass ich eigentlich ein End bin. Und dann haben sie auch gefragt, wie lange machst du das jetzt schon? Ja, 2 Jahre Linebacker. Und wie lange machst du den End schon? Ja, wahrscheinlich schon 8 oder 6, je nachdem, wie man es also parallel spielend betrachtet. Und habe ich gesagt, ja, am Ende ist es mir echt bewusst egal. Da steht NFL drauf und die haben mich gefragt, ob ich das mache. Und dann sage ich nicht, ich mache was anderes. Ich war einfach nur happy, da teilnehmen zu dürfen. Und weil die ganzen Leistungstests waren dann fast sowieso dasselbe und dann haben wir, wie gesagt, in der Halle noch 2, 3 Pass-Rush-Übungen gemacht. Und das war das, was ich wirklich gut konnte, also schon immer gut konnte als Defense-Liner, wenn ich Defense-Line gespielt habe. Und ja, das war ein Leistungstest, wo wir wirklich am Schluss, und ich war ein bisschen enttäuscht nach dem ersten, weil wir haben halt Bankdrücken, Kniebeuge, Crunches, so einen Cooper-Test, so ein paar Tests gemacht und dann ich so, ja, und was mit Football? Aber das war halt überhaupt nicht die Denkweise und da auch erstmal das zu verstehen und da reinzukommen, dass man erstmal 1800 Leute selektieren muss. Dann muss man halt erstmal nicht auf die Benchwerte von denen erwarten, dass die richtig sind, sondern dann muss man wirklich das kontrollieren. So, ne? Und ja, das war dann anscheinend gut genug, dann durch die erste Runde durchzukommen. Und dann kamen in den nächsten 6 Monaten oder 7 Monaten, vielleicht sogar noch länger, in regelmäßigen Abständen erst Kraft- und Lauftests in Köln stattgefunden, damit sie die Gruppe, die sich dann herauskristallisiert hat, wirklich, ich glaube, das haben sie damals gemacht, um sie wirklich ein bisschen langfristig, also mittelfristig zu betreuen und zu gucken, wie sind die Ergebnisse, wie entwickeln sich die Ergebnisse, gehen die regelmäßig trainieren, haben die eine Leistungssteigerung jetzt noch in ihrem Training. Und dann kamen, jetzt muss ich lügen, ich glaube 3 oder 4 Minicamps mit allen Europäern in Köln auch, die sich dann aus diesem, ich sag mal, körperlichen Cut rauskristallisiert haben. Also es waren, glaube ich, 3 oder 4 Mal, die wir erst zu Sporttests dahin gefahren sind, dann 3 oder 4 Mal, wo wir dann 4 Minicamps hatten, wirklich. Und aus den Minicamps haben sie dann die Europäer versucht herauszufinden, die sie dann nach Tampa Bay schicken für die NFL Europe fürs National Camp erstmal. Das war ein Trainingslager, was vorgelagert war, weil sie nicht erwartet haben, dass europäische Footballspieler Tour-Days abkönnen. Und es war auch wirklich so. Erstmal war Florida zu der Zeit, also es war irgendwie im März oder so, echt kein gutes Klima. Also es war einfach mörderheiß. Das war für einen Schleswig-Holsteiner nicht meine Komfortzone, aber es hat trotzdem gut funktioniert, weil ich da auch, also ich habe mich da, zum Glück war ich im Studium und habe dann gesagt, okay, ich lasse für die Zeit mein Studium komplett liegen. Ich konzentriere mich jetzt nur darauf. Ich habe das unheimliche Glück gehabt, das zu können und mich 6 Monate lang wirklich nur darauf körperlich vorbereitet. Unbezahlt. Und das wäre auch jedes Jahr weiter so gegangen. Man wurde in der Europe nur für die 2,5 Monate bezahlt, die man in der Liga war. Und das waren, ich sage mal keine Zahlen, aber das wäre in Deutschland Mindestlohn. Okay. Jetzt heutzutage. Das heißt, man Also konnte das ist nicht jetzt nicht 450-Euro-Job, aber das wäre der definierte Mindestlohn, bevor du also dann, um einen richtigen Job zu haben. Mehr war das nicht. Und den Rest des Jahres warst du nicht angestellt. So, es gab Jungs, die hatten Glück, die sind dann halt in eine Practice Squad für eine FL gekommen oder so. Die haben aber auch nicht mehr damals zumindest als 75.000, glaube ich, bekommen für den National Practice Squad Ja. Dollar. Aber egal, nicht das Thema.
mega happy gewesen, dann den ganzen Prozess da durchzuwühlen und das haben sie uns auch regelmäßig vorgehalten, so, ne, 1800 Leute und mit den Minicamps in Köln hatten wir manchmal mit 230 Leuten oder so. Da saß du mit 20 Defense-Linern in einem Zimmer, was nicht größer war als so 10 Quadratmeter oder so. Hast du deine Meetings gehabt und die haben dich dann wirklich gedrillt für ein längeres Wochenende. Ich glaube 4 oder 5 Tage waren die immer. Und da auch schon soziale Bindung zu Leuten aufgebaut und dann wurde das aber in den Staaten in Tampa Bay alles komplett über den Haufen geschossen, weil dann waren wir halt nicht nur die Europäer, dann kamen plötzlich die Mexikaner und die Japaner noch dazu, weil das ja auch Nationals waren in der NFL Europe. Das heißt, wir sind da mit, ich glaube, 75 Europäern hin und wir dachten, okay, von uns kommen 48 in die Liga, das heißt nicht mal, also mehr als jeder Zweite. So, ne? Aber dann kamen plötzlich nochmal 100 Mexikaner und Japaner dazu. Also wir waren da mit 170 Leuten im National Camp, wo wir dann dachten, oh, jetzt geht das Ganze von vorne los. Und schon wieder Auswahl und schon wieder, du musst dich beweisen. Und dann auch noch in Two-A-Days, erst mit den Nationals, mit 170 Leuten für potenziell 48 Spots in den NFL Europe Teams. Und das war dann so für uns auch der Moment, wo viele, und zu dem Zeitpunkt waren da schon echt viele Vollathleten, die auch mental stark waren. Das waren die ganzen Ausbauprozesse nur darauf ausgelegt. Aber die dann auch gesagt haben, boah, langsam wird's. Und da hat sich dann auch die Spreu vom Weizen getrennt, weil in Köln gab es dann auch einen Kraftraum, wo abends Leute da nochmal reingegangen sind. In Tampa Bay von den 170 sind noch 8 Leute in den Kraftraum gegangen. Wir waren alle fertig. Und davon waren 6 Leute Veteranen, die sowieso schon in der NFL Europe gespielt haben, weil die sind auch durch diesen Prozess durch, nur ein bisschen später ins National Camp gegangen. Und da waren 2 Leute, die nicht schon Veteranen waren im Kraftraum nach dem Training noch. Und das waren bei Two-A-Days in Tampa Hitze schon harter Tobak, aber auch da weiter Fortschritte zu machen und sich wirklich so ans Limit zu bringen, das war, also hätte ich das nicht gemacht, hätte ich, glaube ich, den Sprung auch nicht geschafft. Okay. Und warst du denn einer von den 8? Um Ja. das mal zu fragen, ja? Ja. Ich habe da jetzt nicht so, dass man sich vorstellt, hier noch squatten wie ein Ochse und hast nicht, aber so ein Krafttraining, wenn du es richtig machst, kann auch ein unheimlich gutes ergänzendes Training sein zum Footballtraining, damit du die ganzen Bruises los wirst, damit du deinen Körper wieder klar kriegst und so weiter. Und ja, auch ein Thema, was ich irgendwann mal in meinem YouTube-Kanal, Krafttraining im Football, das zu jeder Jahreszeit musst du das anders betrachten. Auch zur In-Season musst du das auch anders betrachten. Und das sind Sachen, die ich da nochmal definitiv gezielter tragen will. Da ist Simon Gawanda, jemand, den ich euch auch unheimlich nahelegen kann, vielleicht auch mal so einen Talk mitzumachen. Der ist für sowas auch immer zu haben. Auch ein mega Defense-Liner in der Nationalmannschaft kennengelernt. Und jetzt ist er auch B&A-Lizenz-Ausbilder, aber eben für den Kraftsportteil oder für insgesamt Kraftsport-Lauftraining, alles was zur Football dann dazugehört, für die Ausbildung zuständig. Mega, mega smarter Typ, mega guten Inhalt. Ja. Ja, das ist halt, da sieht man, wie komplex Football ist. Ne? Es ist nicht nur dieses, wir machen Spielzug, sondern da gibt es ganz viel, was da noch ergänzend zukommt. Ja, auf jeden Fall. Und hast du denn damals aus Köln, ich nenne das mal Freunde irgendwie gefunden, mit denen du dann ja auch zusammen nach Amerika rüber, nach Tampa Bay rüber geflogen bist, mit denen du jetzt immer noch in Kontakt bist? Oder würdest du sagen, das hat sich dann irgendwann getrennt, dann war das? Das Lustige war, später bei der Herren-Nationalmannschaft haben wir auch wieder eine Gruppe gehabt, wo wir dann irgendwann mal auf dem Feld standen und dachten so, okay, die Hälfte von uns in der Defense ist jetzt gerade ehemaliger NFL Europe-Spieler. Das war schon sehr lustig. Und so hat man auch noch Kontakt und man ist dann noch Facebook-Freund so ungefähr, aber so richtig aus der Zeit, vor allen Dingen jetzt aus der Köln-Zeit, weil das waren ja wirklich Leute, die neu dazugekommen sind. Da waren jetzt die absoluten Veteranen nicht dabei gewesen, aber es waren ja auch nur eine Handvoll jedes Jahr. Wenn man überlegt, dass ungefähr 24 Leute aus Europa kamen in der NFL Europe jedes Jahr, also in der ganzen Liga. Und davon waren dann ungefähr vielleicht 12, vielleicht 15 Deutsche. Also wir waren da schon der dominante Anteil, aber es war trotzdem überschaubar. Und der Veteran, mit dem ich dann am Schluss am meisten Zeit verbracht habe, Bastian Lano, der mir auch unheimlich geholfen hat in der Zeit und mit mir auch unheimlich viel Kraftsport dann in den Camps weitergemacht hat und so, mir da auch noch Sachen gezeigt hat und mir dann auch die Ruhe gegeben hat, da mit der Situation umzugehen. Den kannte ich da noch gar nicht. Ich habe den einmal, war der auch bei so einem Leistungstest, um zu gucken, ob er in Form ist für sich. So, den richtigen Veteranen, die jetzt schon mehrere Jahre in der FIU gespielt haben, denen wurden das nicht auferlegt, da immer wieder durch den gesamten Auswahlprozess durchzugehen. Was ich auch verstehen kann, wenn du da überlegst, dass du da halt auch kein Geld für bekommst. Und wenn du dich nicht beweisen musst und deinen Spot hast, dann ist das auch
gut und dann auch zur Leistungskontrolle kommst und das trotzdem machst, war total cool. Und da haben wir uns schon echt gut verstanden zu dem Zeitpunkt. Und das war Monate, bevor ich überhaupt mit ihm in eine Mannschaft gepackt wurde. Also Okay. das war trotzdem schon natürlich empfunden, ein gutes soziales Umfeld aufgebaut. Ja. Vorher schon. Das war gut. Das ist ja im Football eigentlich immer ganz einfach, ne? Freunde zu finden, sage ich jetzt mal, gerade in seinen Teams. Und also zumindest Leute, mit denen man sich temporär gut versteht und mit denen man sich so ein bisschen... Also vor allem, wenn es Richtung Auswahlen geht oder jetzt in der Philipp oder jetzt auch in der Mannschaft, das sind ja alle Leute, die dann im Zweifel denselben Hintergrund haben. Und das ist auch das immer, was ich in Deutschland nicht so verstehe, wenn das haben wir im Vorfeld schon mal besprochen, wenn du nicht diesen Blick über den Tellerrand hast. So, ne? Spätestens in der Auswahl weißt du, dass die 70.000, die Football begeistert im Verein sich engagieren im Football in Deutschland, warum sollte ich den nicht mögen? Also klar, auf dem Feld musst du eine Rivalität haben und das ist auch, Competition ist da auch echt eines der wichtigsten Elemente. Aber wenn ich nicht auf dem Feld mit dem bin, warum soll ich den nicht mögen? Das ist einer von den 70.000 von den zig Millionen in Deutschland, die sich überhaupt dafür interessieren, die dein Hobby teilen, die wahrscheinlich denselben Blut und Schweiß da reinstecken wie du und Zeit vor allen Dingen. Warum soll ich dem jetzt irgendwie nicht gut gesonnen sein? Also genau das ist ja das Absurde in der Situation. Und das hat man da auch deutlich gemerkt. So, egal, das ging halt auch über Deutschland weg. Europa, die Mexikaner, Japaner, also Amerikaner dann, das ist ein eigenes Volk, aber alle anderen, die waren einfach nur happy da zu sein und stoked da loslegen zu können und richtig Football zu spielen. Ja, das glaube ich.